Thousands of people have been evacuated from the eastern Caribbean island of St. Vincent after a volcano on Friday sent a cloud of ash and smoke high into the air. The Prime Minister said evacuees had been temporarily housed on cruise ships and on safer parts of the island. Our Central America correspondent Will Grant reports. It is an awe-inspiring, frightening sight. Captured by the islanders of St. Vincent as they fled the affected areas, huge, thick plumes of smoke and dust were sent shooting several kilometers into the air as La Soufrière unleashed its incredible explosive power. It was bright, but then the light began to deteriorate, and it wasn't at a slow pace. Auf der spanischen Kanareninsel La Palma ist am Sonntag im Bereich der Cumbre Vieja ein Vulkan ausgebrochen. Am frühen Nachmittag hat es mehrere heftige Explosionen in der Gemeinde El Paso im Süden der Insel gegeben. Anschließend hat der Vulkan begonnen, große Mengen dicken Rauches sowie Gestein und rotglühende Lava in die Luft zu schleudern. Der Vulkan hat mindestens 4 Schlote, also verschiedene Stellen, an denen Asche, Rauch und Lava austreten können, berichtet der staatliche Fernsehsender RTVE. In anderen Berichten ist von 3 bis 6 Schloten die Rede. Hinweise auf Verletzte hat es zunächst nicht gegeben. Der Ausbruch liegt in einem nicht besiedelten Bereich der Insel, die insgesamt 83.000 Einwohner zählt, berichtet der lokale Fernsehsender Canarias 7 unter Berufung auf den regionalen Regierungschef der Kanaren, Ángel Víctor Torres. Mehr als 2.000 Menschen mussten gerettet werden. Bei rund 500 von ihnen soll es sich um Touristen gehandelt haben. Im Fernsehen war ein Lavastrom zu sehen, der sich vom Vulkan aus langsam bergab Richtung Küste gefressen hat. Er querte eine Straße und schloss zumindest ein Haus ein. Die Feuerwehr bekämpfte Buschbrände, die durch den Vulkanausbruch ausgelöst worden sind. Die Behörden rufen die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. Der Ausbruch sei bisher nicht besonders explosiv. Schaulustige werden aufgefordert, die Gegend zu verlassen, um die Evakuierungsmaßnahmen nicht zu behindern. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat seine Reise zur UNO-Generaldebatte in New York verschoben und ist auf die Insel gereist, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Der Ausbruch hat sich in den vergangenen Tagen durch rund 6... Into the night, a fiery spout of lava and clouds of dark smoke spew out of the volcano in the Cumbre Vieja National Park. The eruption began with a thunderous roar earlier in the day in Spain's Canary Islands off the coast of northwestern Africa. The island of La Palma had already been on high alert after more than 22,000 tremors were reported in the space of a week. But just days ago, scientists had said they didn't believe an eruption was imminent. No sé cómo explicarte, pero fuerte, fue fuerte. I don't know how to explain it. It was powerful, powerful. To see a sudden explosion like that. We were on orange alert. There were loads of tremors, but being on orange alert, I couldn't imagine it would all be so sudden. The molten liquids shoot. Hey, ¿qué? Nada, tío. Aquí es que necesito la línea. Estaban mirando hacia otro lado y reventó el volcán por aquí. Esto viene directo para abajo, tía. Right now, as many as 10,000 people are being evacuated as lava from a volcano flows to an island off the coast of Spain. Check out this video here. It's destroying houses there. La Palma is one of 8 volcanic islands in Spain's Canary Islands. So far, no injuries have been reported. That's good news. The eruptions continue, though.
Willkommen im Tartaria Channel. Eigentlich werden die meisten Prozesse, die auf der Welt passieren, von der offiziellen Seite erklärt, hinterlassen jedoch manchmal einen umstrittenen Eindruck. Also was verbirgt sich jetzt hinter dem Angst und Schrecken hervorgerufenen Begriff Vulkan? Lass uns mal darüber nachdenken. Offiziell ist ein Vulkan eine geologische Struktur, die entsteht, wenn Magma bis an die Oberfläche der Erde aufsteigt. Der Austritt von heißer Lava und vulkanischen Gasen aus dem Erdinneren erfolgt über den Krater oder Risse. Vulkane entstehen auf der Erdoberfläche, auch auf anderen Planeten, wo das Magma und andere Produkte des Vulkanismus an die Oberfläche gelangen und Berge und Hügel entstehen lassen. Wenn man über diese Aussagen nachdenkt, kommen einige Fragen auf. Die erste lautet, wenn im Inneren der Erde sich sowas wie Magma befindet, warum kann man sie dann nicht dort auffinden? Es gab schon unzählige Bohrungen in diesem Bereich. Ein gutes Beispiel ist die Kola-Bohrung in Russland und dessen Tiefe von 12.262 Meter und kein Magma. In welcher Tiefe befindet sie sich also? Und warum wurde beschlossen, dass sie überhaupt dort sei? Weil ab und zu aus den Bergen eine heiße Flüssigkeit ausströmt? Ich erinnere nochmal, laut der Version der Wissenschaftler ist Magma eine geschmolzene Masse unter der Erdkruste. Eine natürliche, eher silikate, erhitzte geschmolzene Masse, die sich tief unter dem Erdmantel befindet und beim Abkühlen magmatische Bergschichten formiert. Das austretende Magma, was beim Ausstoß den westlichen Teil der Komponenten verliert, nennt man Lava. Eine weitere Frage ist, wer und wann hat gefunden, gesehen oder mit Messgeräten oder Scannern nachgewiesen, dass Magma im Erdinneren entsteht? Die Antwort ist leicht: niemand. Es gibt dafür einfach keine Belege. Warum kann man dann nicht annehmen, dass sie gar nicht so tief in der Erde entsteht, sondern in der Nähe des Berges? Wer hat sowas überprüft? Mal abgesehen, dass die Wissenschaftler ein angebliches Schema über das Innere der Vulkane haben. Warum schickt man da keine Apparate oder Drohnen, um dies genau zu untersuchen? Öffnungen gibt es genug, im Inneren befindet sich heiße Masse und es gibt genug Materialien, die diese Temperatur aushalten können. Prüfe es doch nach. Nein. Oder wissen die Wissenschaftler das Ergebnis genau und das der Grund dafür ist? Ebenso ist auch aus der offiziellen Sichtweise der Vulkane Folgendes zu lesen. Sie entstehen dort, wo eine tektonische Platte über eine andere liegt. Wenn der harte Plattenrand durch Magma geschmolzen wird, vergrößert er sich. Deshalb dringt die geschmolzene Masse nach oben. Wenn ein gewisser Druck erreicht ist oder die heiße Masse einen Riss in der Kruste findet, kommt es zu einem Auswurf. Dadurch bildet das Magma die runde Form des Vulkans. Nehmen wir mal an, den berühmten und gefährlichsten Vulkan auf der Erde, den Yellowstone. Vergleichen wir seine Position mit den Grenzen der tektonischen Platten. Er befindet sich auf der nordamerikanischen Platte. Die Entfernung vom Vulkan und der Grenze der Platte beträgt 1120 Kilometer. Ein bisschen viel, oder? Okay, das war wohl nix, aber egal. Schauen wir, wo wir weitere große Vulkane in der Nähe von tektonischen Erdplattengrenzen haben. Der Vulkan Ätna, der sich auf der Insel Sizilien befindet. Hier ist die Entfernung bis zur Grenze viel geringer, nur 259 Kilometer. Ist aber auch nicht wirklich nah. Okay, das ist alles anfechtbar, weil die Erklärung, warum die Vulkane so weit von den Grenzen entfernt sind und die Erdplatten selbst Fragen aufwerfen. Und andere, deren Theorie entsprechen sie, nicht in der Lage sind, dies genau zu erläutern. Lasst uns die Zusammensetzung des Magmas und Lavas anschauen, die der Vulkan selbst erzeugt. Ich erinnere, in flüssiger Form ist es Magma, nach dem Abkühlen wird es zu Lava. Verwechselt das nicht, weil im Abkühlprozess verliert Magma die meisten seiner Elemente. Es gibt mehrere Typen von Vulkanarten, die sich durch die chemische Zusammensetzung unterscheiden. Die häufigsten sind die 4 Typen, deren Zugehörigkeit über die Verbindung Siliziumdioxid ermittelt wird. Basalt 48–53%, Andesit 54–62%, Dacit 63–70%, Rhyolith 70–76%.
Die Arten, die weniger an Siliziumdioxid enthalten, besitzen im großen Anteil Magnesium und Eisen. Beim Abkühlen der Lava bildet der größte Teil vulkanisches Glas, in dem sich mikroskopische Kristalle bilden. Die Ausnahme bilden Phenokristalle. Es sind große Kristalle, die laut Wissenschaftler schon in der Magma unter der Erdkruste vorhanden waren und anschließend an die Oberfläche mit Hilfe von flüssiger Lava kamen. Am häufigsten werden die Phenokristalle von Feldspalt präsentiert. Al, B, Si, Alevin-Peroxen und Quarz. Die Farbe des vulkanischen Glases hängt vom enthaltenen Eisen ab. Je mehr Eisen, desto dunkler wird es. Die chemische Zusammensetzung vulkanischer Gase sind folgende: Wasserdampf, Kohlenstoffdioxid, Stickstoff, Schwefeldioxid, Schwefelgas, Wasserstoff, Chlor, Ammoniak, Fluorwasserstoff. Die Temperatur im Vulkaninneren beträgt manchmal über 1000 Grad. Ich denke, wir wissen gar nicht so viel über Vulkane, aber genug, um sie mit den sogenannten Berghalden assoziieren. Berghalden sind komplett menschlich gemacht, heißt künstlich. Sie nennt man im Russischen Terikon. Sie sind eine Ansammlung von Erdmassen, die aus dem Kohleabbau unter dem sonstigen Ressourcenabbau zusammenkommen. Ansammlung von verschiedenen Produktionen und verbrannten Schwerkraftstoffen. Einfach gesagt sind es große künstliche Berge mit hochexplosiven Abfällen, die von Abbauprozess übrig bleiben. Manchmal passiert es, dass diese Berghalden plötzlich explodieren und deren Innentemperatur erreicht 1000 bis 1500 Grad. Ebenso werfen sie giftige Gase und Asche ab. Offiziell beschrieben, im Verbrennungsprozess der selbstgemachten Berge bilden sich Gase, die an vulkanischen erinnern. Berghalden schmeißen große Mengen an Kohlenstoffmonoxid, Schwefelwasserstoff und andere toxische Substanzen. Im offiziellen Bericht wurde ein wenig geschummelt und müsste nicht erinnern an volknische, sondern identisch mit der Zusammensetzung der vulkanischen. Berghalden werden auch manchmal aktiv. Im 19. Jahrhundert kam es öfters vor und manche endeten in einer Katastrophe. Zum Beispiel ein tragischer Fall, der sich 1966 in Großbritannien in Wales ereignete. Mehr als 50 Jahre stand dort eine Berghalde. Am frühen Morgen, am 21. Oktober, gab es im Inneren der Halde eine chemische Reaktion. Oder einfach gesagt einen Auswurf, der durch einen normalen Regen hervorgerufen wurde. Die erhitzte Bergmasse begrub 20 Wohnhäuser und was noch trauriger ist, eine Grundschule. Die Briten verloren 140 Menschen an diesem Tag, darunter 116 Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren. Diese Ereignisse führten dazu, dass es gesetzlich geregelt wurde, dass weltweit solche Halden nur noch mit einem bestimmten Abstand von Wohngebieten aufgebaut werden durften. Aber in Russland hat dieses Gesetz wenig verändert. Eine Bewohnerin aus Donetsk beschrieb die Situation so: Die Erde bebte unter den Füßen. Die Explosion war so stark, dass der Rauch von den überall fliegenden Bergmassen hinter der Stadt zu sehen war. Ich war nicht weit von der Berghalde entfernt, es war fast dunkel und ich ging nach Hause. Ich sah, wie über die Berghalde etwas entflammte. Ich wurde geblendet und es folgte eine mächtige Explosion, die am ganzen Körper spürbar war. Ich weiß nicht, ob ich eine Panikattacke hatte oder von der Wucht umgeschmissen wurde, aber ich kam erst, wo ich am Boden lag, zu mir. Manchmal kommt es vor, dass im Inneren der Halden eine trockene Verbrennung stattfindet und sich dabei Schwefelsäure bildet. Das bringt eine flammenlose Säuerung des Grunds mit sich und wenn da Wasser reingelangt, zum Beispiel in Form von Dampf, genau wie beim Vulkan. Was denkt ihr, erinnert es nicht an den letzten Tag in Pompeji, bloß im kleineren Maßstab? Ich verstehe eins nicht, die chemische Zusammensetzungen der Erdschichten der Vulkane und der Berghalden sind identisch, die Gase auch. Die Prozesse sind gleich, manche Halden stehen jahrzehntelang ruhig und manche werden mehrmals innerhalb von 10 bis 20 Jahre aktiv. Die Magma in der Erde hat niemand jemals gesehen, einen Vulkan von innen auch nicht. Die tektonischen Platten hat auch kein Mensch gesehen.
Dann entschuldigt bitte, aber warum zum Kuckuck sollen wir denken, dass ganz tief unter uns flüssiges Magma befindet, die bei der Aktivierung des Vulkans nach oben gelangt? Warum wissen die Vulkanologen nicht, was sich in den Vulkaninneren befindet, sondern raten nur? Warum wird es nicht untersucht? Es gibt nur Bilder, aber diese scheinen nur aus ihren Fantasien zu stammen und nicht mehr. Ich glaube, dass alles schon lange erforscht ist und es wurde entschieden, die Vulkane zu erfinden. Mit dem Magma, was zur Oberfläche kommt, und weil man sonst erklären müsste, warum in der Zeit der Dinosaurier und Affenmenschen eigentlich die Berghalden von verarbeiteten Erdmassen zum Abbau der Ressourcen existierten. Wer könnte sie gemacht haben und mit welcher Technologie? Wozu brauchten sie Bodenschätze? Gab es eine entwickelte Zivilisation? Und was hat es mit den Dinosauriern und Meteoriten? Mit den Affen und Cro-Magnons? Ist die Geschichte eine Lüge? Nein, das wird niemals zugelassen. Nicht einmal in den Gedanken zu erlauben, solche Fragen zu stellen. Ich denke, manche wissen die Antworten, aber wir sollen es anscheinend nicht wissen.